Jetzt die Tür auf? Ja. Hallo. Und herzlich willkommen. Du bist voll klein. Ich dachte, du beendest meinen Hier Satz. auf Dino Adventure. Ich Steffi stehe- muss auf Zehenspitzen Ja. stehen. Und Oh, es ist so super windig hier. Wir sind gerade in Mahuahal, beziehungsweise eigentlich schon auf dem Rückweg. Wir haben hier mal nur die Zeit genossen und nichts gefilmt. Und wir fahren jetzt nach Bacala. Eine wunderschöne blaue Lagune. Genau. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. Hier an diesem großen Parkplatz, gleich am Leuchtturm von Mahuahal, standen wir übrigens die letzten paar Tage und haben einige weitere Reisende getroffen, die mal nur für ein paar Stunden und mal für eine Nacht mit uns hier standen. Das Wohnmobil dort hinten soll wohl schon mehrere Monate dort stehen. Für uns war es ein guter, kostenfreier Platz, um die kleine Ortschaft und das vorgelegene, super flache Korallenriff, welches bestens zum Schnorcheln geeignet ist, zu erkunden. So Freunde, und jetzt noch einmal richtig ausgesprochen. Der Ortsname heißt nämlich Mahuahal. Hab ich doch gesagt. Mahuahal. Ja genau, du Schwimmnudel. Jetzt geht es für uns aber weiter in Richtung Bacala und dessen berühmte Lagune, welche aufgrund der Farbenvielfalt ihres Wassers auch die Lagune der 7 Farben genannt wird. Laguna de los Siete Colores. Der 42 Kilometer lange und 2 Kilometer breite Binnensee ist die größte Süßwasserlagune Yucatans und bildet sich über den Zusammenschluss von 7 Zenoten. Und wenn du dich jetzt fragst, was denn Zenoten sind, dann solltest du im Anschluss unbedingt noch unser Video von letzter Woche schauen. 2 Campingplätze. Ja, aber laut Google ist doch da unten noch eine Querstraße, die links rüber geht, oder? Sindicato Semanat. Sindicato Semanat. 39 Bacala, Quintana. Da wir im Voraus schon wussten, dass es in Bacala wohl unmöglich würde, frei zu stehen, hatten wir uns gleich einen netten Campingplatz rausgesucht, wo auch schon mal Freunde von uns standen. Irgendwo ausgeschriebene oder klar definierte Preise, wie man es aus Europa kennen würde, sucht man in Mexiko natürlich vergeblich. Also heißt es wie so oft auf das Wort des Angestellten vertrauen. Ich habe ihn dann gefragt, warum wir mehr zahlen müssten wie unsere Freunde vor wenigen Tagen. Natürlich gab es darauf keine wirkliche Antwort. Aber wenn wir gar kein Wasser auffüllen müssten, dürften wir auch zum selben Preis wie unsere Freunde bleiben. Wie viel? Hat er nicht 100 gesagt? Ja, 100. ¿Vas a llevar agua? ¿Vas a subir agua si te vas mañana? No, tengo agua. Te cobraría 200. Todo bien, muchas gracias. Los baños están allá atrás. Los baños. Ya. Okay, gracias. Gracias. Hasta luego. So, ja, jetzt durften wir doch hinter dem Seil stehen. Normalerweise Autos nur da, aber ich habe gesagt, wir brauchen Sonne und hier hätten wir im Schatten gestanden. Hat er noch mal ein Auge zugedrückt, jetzt dürfen wir hier stehen. Die ist auch richtig schön hier mit der Wiese und der Lagune Bacala. Das ist übrigens Süßwasser. Komm, wir gehen mal hin. Was denn? Was ist es?
Schon mal irgendwo gesehen. Wie heißen die Dinger? Sternfrucht oder so? Ja, auch schon Ameisen dran. Wir haben uns hier übrigens extra, hatten wir noch in Deutschland gemacht, aber ich finde es mega praktisch, einfach so einen dicken Schweißdraht aus Edelstahl mit so Ösen gemacht, damit die Tür schön offen stehen bleibt und verriegelt ist. Das ist ganz angenehm, vor allen Dingen wenn es windig ist und ihr dann auf und zu knallt und wenn es so heiß ist, dann will man ja schon mal die Tür irgendwie ein bisschen auflassen, damit ein bisschen Luft reingeht. Ja. So, gehen wir ins Wasser. Jetzt gehen wir ins Wasser. Einen wunderschönen guten Morgen hier von Baccala oder aus Baccala, sagt man. Wir sind noch ein bisschen verschlafen, wir sind nämlich ganz früh aufgestanden, weil das Wetter war so schön, wir sind aufgewacht und dachten uns, komm, wir müssen jetzt rausgehen, Drohne fliegen und... Die ersten Sonnenstrahlen, die bei uns ins Fenster reingingen, da dachte ich direkt, boah, das Wasser ist spiegelglatt und wir müssen jetzt raus, ein paar Fotos machen und Drohne fliegen. Sah echt mega geil aus. Jetzt langsam kommt schon der Wind, also wir saßen jetzt bestimmt eine Stunde hier und jetzt merkt man langsam auch, wie das Wasser wieder wellig wird. Ja, das Wetter in den letzten Tagen war nicht so bombig, also es ist relativ stürmisch überall. Die Häfen sind auch gesperrt, weil draußen am Meer zu hoher Wellengang ist. Von dem her ist es ganz gut, dass wir hier an der Lagune stehen, da ist es schon ein bisschen ruhiger wie an der Küste. Ja. Und heute geht es auch für uns weiter. Genau, wir müssen ja auch nächste Woche raus aus Mexiko. Unser Visum läuft ab. Ja. Und wir haben uns immer noch nicht entschieden, ob wir jetzt nach Belize oder nach Guatemala fahren. Ja, keine Ahnung, das ist so ein Für und Wider, so ein Hin und Her. Nach Guatemala müssten wir jetzt 500 Kilometer wieder ins Inland fahren. Belize wäre direkt hier, ist allerdings auch mega teuer einzureisen. Wir wissen es noch nicht. Wir werden es relativ spontan entscheiden. Genau. Aber das werdet ihr dann im nächsten Video sehen. Und ja, jetzt ist, denke ich, das Video zu Ende.
Und dann können wir sagen, stop dreaming, Start planning. haut auf den Abonnieren-Button. Und schreibt was in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.